Irland, die grüne Insel, ist nach einer Erhebung des IMF das zweitreichste Land der Welt. Dennoch wollen mehr als 7 von 10 der jungen Iren ihr Land verlassen. Warum ist das so? Das wollen wir uns in diesem Video einmal näher betrachten. Wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, dann ist Irland nach einer Erhebung des Internationalen Währungsfonds das zweitreichste Land der Welt. Die Daten sind von 2024. Das schauen wir uns doch mal eben ein bisschen genauer an. Hier ist die Webseite des IMF, des Internationalen Währungsfonds. Die Liste wird angeführt von Luxemburg. Danach kommt Irland, die Schweiz auf Platz 3. Übrigens hat Deutschland es nicht mal mehr unter die Top 20 geschafft. Hier kommt Deutschland nach Kanada, Finnland, Belgien, Schweden, Österreich weit abgeschlagen. Aber wie gesagt, nach dieser Erhebung, Irland ist das zweitreichste Land der Welt nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und dennoch ist es so, dass nach einer Erhebung der Vereinten Nationen mehr als 7 von 10 jungen Leuten ihr Land verlassen wollen. Hier sehen wir dazu einen entsprechenden Bericht aus dem Jahre 2023. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Als Grund werden angegeben Wohnungsnot, gesundheitliche Versorgung und das schlechte Gehaltsniveau. Jetzt wirst du vielleicht den Kopf schütteln und fragen, wie kann das sein? Wir haben doch gerade eben gesehen, dass Irland das zweitreichste Land der Welt ist in dieser Erhebung des Internationalen Währungsfonds. Und jetzt sollen angeblich die Gehälter, die bezahlt werden, so schlecht sein, dass mehr als 7 von 10 der jungen Leute Irland verlassen wollen. Wie passt das zusammen? Nun, das ist eine gute Frage. Schauen wir uns zunächst mal hier die Liste der Durchschnittsgehälter in den wichtigsten Industrienationen an. So, auch hier Luxemburg wieder führend, Durchschnittsgehälter in US-Dollar pro Jahr 85.526 in Luxemburg. Platz 2 Island, 3 die Vereinigten Staaten, dann die Schweiz, Belgien, Österreich, Norwegen, die Niederlande, Dänemark, Australien, Kanada, Deutschland hier auf Rang 12, also besser als hier bei der Wirtschaftsleistung. Aber Irland ist hier nur auf Rang 18 mit einem durchschnittlichen Einkommen von 53.384 US-Dollar pro Jahr 2023. Deutlich abgeschlagen also hier, wenn man sich die anderen wichtigen Industrienationen anschaut. Ich möchte gleich mehr dazu sagen und wie es dazu kommen kann, möchte mich aber zunächst noch mit den anderen beiden Punkten hier befassen, die in diesem Artikel genannt werden, wo beschrieben wird, dass 7 von 10 der irischen jungen Menschen das Land verlassen wollen. Hier wird als erster Punkt die Wohnungsnot angegeben. Und die Wohnungsnot ist tatsächlich in Irland ziemlich dramatisch. Das ist schon immer ein Problem in Irland gewesen. Hier gibt es zum einen ineffiziente Gesetze, also zum Beispiel Neubauprojekte, gerade Mehrfamilienhäuser können hier sehr einfach gestoppt werden und dann nicht gebaut werden im Baugenehmigungsprozess. Dann sind natürlich Häuser einfach auch sehr teuer und durch die vielen internationalen Arbeitskräfte werden eben die Preise auch nach oben getrieben. Schauen wir uns doch mal die Mietstatistik für Irland an, zweites Quartal 2024. Du kannst auf jeden Fall schon mal sehen, dass überall die Preise enorm gestiegen sind. Das ist jetzt hier der Anstieg der Mieten im Schnitt seit dem Vorjahr. Also Dublin ist hier. Hier sind die verschiedenen Countys in Dublin. Hier ist der Rest des Landes. Enorme Preisanstiege. Hier sind die durchschnittlichen Mieten pro County. Die Durchschnittsmiete in Irland, nationaler Durchschnitt 1.900 € im Monat. Das sind die günstigsten Landesteile und natürlich Dublin ist am teuersten.
Aber was vor allen Dingen problematisch ist, sind die Zahlen, die wir hier unten sehen. Insgesamt sind in Irland zur Erhebung dieser Statistik, also hier Ende des zweiten Quartals, also Ende Juni 2024, waren nur 2200 Immobilien im gesamten Land verfügbar. Also das sind jetzt Mietobjekte, die frei sind. 2200 im gesamten Land, das musst du dir mal vorstellen. 1340 in Dublin. Zum Vergleich, Dublin ist ungefähr so groß wie Frankfurt am Main. Ich habe mir mal diese Zahl für Frankfurt am Main angeschaut. Soweit ich es gesehen habe, ist so der Leerstand in Frankfurt am Main durchschnittlich 0,3 bis 0,4%, was sehr wenig ist für Deutschland. Aber allein für Frankfurt sind das 12.000 Wohnungen, die leer stehen. Ja, also im Vergleich zu 1340 in Dublin und 2200 in Gesamtirland. Daft ist übrigens die größte Immobilienwebseite in Irland. Also daran kannst du schon sehen, natürlich hier günstiger Wohnraum ist ein Riesenthema. Wohnraum überhaupt ist ein Riesenthema in Irland. Und wir haben ja etliche Mandanten, die nach Irland umziehen, um dort unternehmerisch tätig zu werden oder hier einen Job anzunehmen bei einem der großen Tech-Internationals, Facebook, Google, Microsoft, wie sie alle heißen. Und die zahlen hier zum Teil für eine sehr kleine Wohnung in Dublin 2.000, 3.000 Euro im Monat. Ja. Also es ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Der letzte Punkt, der hier in dem Artikel genannt wurde, dreht sich um das irische Gesundheitssystem. Und auch das irische Gesundheitssystem schneidet extrem schlecht ab. Hier ein Artikel der Irish Times. Danach hat Irland das schlechteste Gesundheitssystem aller Länder in der nördlichen Hemisphäre. Was ist das Problem des Gesundheitssystems? Nun, zum einen ist der Zugang nicht sehr gut geregelt, gerade für jene, die jetzt hier geringe Einkommen haben. Dann sind die Krankenhäuser ziemlich gut, aber alles andere ist ziemlich schlecht. Das heißt im Grunde genommen, die Menschen bekommen Behandlung erst viel zu spät. Daher sind vielfach zum Beispiel die Überlebenschancen bei Krebs ziemlich schlecht, weil eben die Vorsorge, aber auch die medizinische Versorgung außerhalb der Krankenhäuser, zum Beispiel durch die Hausärzte, nicht richtig funktioniert. Es gibt großen Personalmangel. Viele Ärzte, viele Krankenschwestern wandern ins Ausland ab, zum Beispiel Australien, wo sie sehr viel besser bezahlt werden. Das alles trägt eben dazu bei, dass das irische Gesundheitssystem so schlecht bewertet wird und eben das bei einem Land, was eigentlich eines der reichsten Länder der Welt ist. Aber eben am Geld fehlt es nicht. Natürlich, das irische Gesundheitssystem ist sehr gut mit Geld versorgt, aber es gibt strukturelle, organisatorische Probleme, die verhindern letztlich, dass das System so gut funktionieren kann, wie es eigentlich hier den finanziellen Investment, welches der irische Staat macht, hoffen lassen könnte. Wieso also dieses verzerrte Bild? Warum ist Irland hier eines der reichsten Länder der Welt, das zweitreichste gemäß dem IMF, und dann gibt es hier dennoch solche Probleme? Dazu muss man natürlich verstehen, dass der Wohlstand in Irland nicht organisch gewachsen ist. Man muss wirklich sagen, dass es gar kein wirklich irischer Wohlstand ist. Daher ist vermutlich auch hier die Bemessung des Wohlstandes nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ein relativ schlechter Weg, zu einer solchen Aussage zu kommen. Denn die Wirtschaftsleistung, die in Irland generiert wird, kommt ja hauptsächlich von amerikanischen Konzernen, die dorthin ihre nicht-amerikanischen Umsätze verlagern, aber diese dann gleich wieder aus dem Land abziehen und zum Beispiel in die USA ausschütten lassen. Das heißt, das Geld bleibt im Grunde genommen nicht wirklich im Land. Die Wertschöpfung geschieht dort zwar in den Büchern, aber außer der Steuern, die Irland natürlich bekommt, bleibt relativ wenig im Land. Das heißt, die Nettogewinne, die versteuerten Gewinne werden dann rasch wieder abgezogen von den internationalen Konzernen. Die meisten Iren leben in einer anderen Realität. Es sind sozusagen Parallelwelten, die es hier gibt. Es sind einmal die internationalen Konzerne und dann eigentlich die Iren, die ja, und das haben wir an den Durchschnittslöhnen gesehen, nicht so positiv dastehen, wie es jetzt das hohe Bruttoinlandsprodukt eigentlich erwarten lassen könnte. Es entsteht also eine tatsächliche Verzerrung hier der Realität. Wer also von Irland erwarten würde, dass er hier ein Land wie die Schweiz zum Beispiel vorfindet
oder Norwegen, der wird sich relativ schnell enttäuscht sehen. Es fehlt tatsächlich an Infrastrukturinvestment, auch zum Beispiel im Straßenbau, im Verkehr. Gesundheitssystem haben wir schon erwähnt. Da ist also noch jede Menge Nachholbedarf. Jetzt hat ja Irland hier vor kurzem 13 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen hier zugesprochen bekommen vom Europäischen Gerichtshof. Geld, was man eigentlich nicht will. Dieses muss Apple nun bezahlen. Irland hat gesagt, ihr braucht die Steuern nicht zu bezahlen. Wir haben einen Steuerdeal gemacht, dazu stehen wir auch. Aber Apple muss bezahlen. Apple hat vermutlich schon bezahlt. Irland hat sowieso schon einen Überschuss erwirtschaftet als Land. Jetzt haben sie noch mehr Geld in der Kasse. Kann man also nur hoffen, dass jetzt die strukturellen Probleme, die es im Land gibt, hier von Grund auf aufgearbeitet und gelöst werden, damit hier die neue irische Generation, die jungen Leute wieder mehr Perspektive in ihrem Land haben. Wie ich es vorhin schon angesprochen habe, wir haben tatsächlich relativ viele Mandanten, die nach Irland umziehen. Das hat Gründe nicht nur steuerlicher Natur, sondern dass zum Beispiel auch Homeschooling in Irland erlaubt ist. Irland ist ein kleines Land. Es ist zwar Teil dieses großen EU-Molochs, aber dennoch lässt einen die irische Regierung, wie es eben in vielen kleinen Ländern so ist, ziemlich in Ruhe. Es gibt zum Beispiel auch kein großes Militär. Machtbezeugungen hier gegenüber der Bevölkerung gibt es im Grunde genommen nicht. Das ganze Land ist klein, kompakt und so ist auch die irische Verwaltung eigentlich organisiert. Und natürlich gibt es auch steuerliche Vorteile. Es gibt einen Non-Dom-Status. Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Vor kurzem habe ich ein Video dazu gemacht, was die Vorteile des irischen Passes sind, also der irischen zweiten Staatsangehörigkeit, die du bekommst, wenn du dort 5 Jahre lebst. Kannst du nämlich auch in UK leben, zum Beispiel mit dem irischen Pass. Also da gibt es schon einige Vorteile. Wenn du als Ausländer nach Irland kommst und ein gewisses finanzielles Polster hast und über ein gewisses Einkommen verfügst und hier nicht darauf angewiesen bist, in Irland einen Job in der lokalen Wirtschaft annehmen zu müssen, dann wirst du vielleicht von dieser Krise relativ wenig berührt sein, obwohl auch unsere Mandanten natürlich darüber klagen, wie schwierig es ist, zumindest in den größeren Ballungszentren dort eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Teure Wohnungen sind natürlich immer verfügbar. Das ist selten das Problem. Wer aber sowieso im Hinterland leben möchte, wer das ländliche Idyll in Irland sucht, was es dort tatsächlich gibt. Ich habe dort übrigens auch mal mit meiner Familie gelebt. Der wird sicherlich weniger Probleme haben, in Irland eine bezahlbare Wohnung zu finden. Aber es ist eben hier auch wichtig, dass du die richtige Erwartungshaltung hast. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, du kannst Irland jetzt nicht mit der Schweiz vergleichen oder Luxemburg vergleichen oder Norwegen vergleichen. Das wäre leider nicht realistisch, auch wenn Irland ein so hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat, ist es eben in vielfältiger Weise noch ziemlich rückständig. Wenn du also vorhast, nach Irland auszuwandern, nach Irland umzuziehen, dann würde ich mich darauf schon mal einstellen, nicht, dass du hier die falsche Erwartungshaltung hast. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, Umzug ins Ausland, vielleicht nach Irland, vielleicht irgendwo anders hin beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, auszuwandern, sich steuerlich optimal aufzustellen, Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.